Der Zukunftsplan heißt Maßnahmen zur Entwicklung des Museums. Die Öffnung in die Gesellschaft einerseits, aber auch die Öffnung unserer Sammlung. Wir wollen ja in das Museum des 21. Jahrhunderts kommen und wir müssen irgendwie ein bisschen auch verstehen, dass der Inhalt nur dann stattfinden kann, wenn die bauliche Substanz entsprechend aufbereitet wird. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Nicht nur das Museum als Museum verändert sich, sondern auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert sich. Früher hieß es dann mal so ein bisschen salopp, die meisten Entdeckungen wurden auf der Treppe gemacht. Mittlerweile, glaube ich, werden die an der Kaffeemaschine gemacht, gerade im wissenschaftlichen Bereich. Also immer dann, wenn Leute miteinander reden, entsteht ja auch häufig etwas Neues. Das ist etwas, was sich in unserem Zukunftsplan dann auch wird abbilden müssen, dass wir eben hier neue Arbeitswelten schaffen werden. Unsere Mission, offen und integriert zu sein, muss sich auch in der Eingangssituation im Empfang des Besuchenden widerspiegeln. Das ist eben dann auch die Idee mit der Umsetzung des Zukunftsplans, eine andere Willkommenskultur leben zu können. Ne? Zum Beispiel einen barrierefreien Eingang zu schaffen. Es ist halt wichtig, den Besuchenden auch gleich den Eindruck nicht nur eines Ausstellungshauses zu zeigen, sondern auch zu zeigen, was machen wir. Die Öffnung in die Gesellschaft einerseits, aber auch die Öffnung unserer Sammlung, der Schätze, die wir haben. 30 Millionen Objekte, wir zeigen vielleicht 10.000, aber wir können viel mehr zeigen, wir haben viel mehr, den Reichtum der Natur, den wir hier dem Publikum zeigen können. Also wir haben ja hier in dem Saal tatsächlich das Beispiel, dass wir diese Glastrennwand etabliert haben, damit die Besucher und die Objekte räumlich voneinander getrennt werden. Das heißt, sie sind auch thermisch voneinander getrennt und gleichzeitig ist man trotzdem Teil der Forschungssammlung und kann aktiv daran teilnehmen. Wir wollen zeigen, wie Sammlungen konservatorisch bearbeitet werden, wie sie verpackt werden, wie sie umziehen, also die Besuchenden teilhaben lassen an dem Prozess. Das ist ja genau der Zweck, diese Digitalisierungsstraße prototypisch in den Ausstellungsbereich zu bringen, um zu zeigen, was macht denn ein Forschungsmuseum aus, nämlich das Gewinnen von Erkenntnis aus den Objekten. 2/3 des gesamten Museums sind im Zustand wie 1945. Sie sehen hier zugemauerte Fenster, unverputzt, Notdächer, also völlig vernachlässigt. Wir wollen ja in das Museum des 21. Jahrhunderts kommen und wir müssen natürlich auch gucken, dass unsere Sammlung adäquat untergebracht ist. Und deswegen müssen wir einfach in die Sanierung gehen. Erstmals mit dem Zukunftsplan sollen die Treppenhäuser für die Öffentlichkeit zugänglich sein, dass alle bis in die 2. Etage hochgehen können, so wie es intendiert war. Denn wir haben überall Ausstellungsräume mit großen Fenstern. Das ist ja ein Tageslichtmuseum hier. Wir sind bestrebt, das Museum offen zu halten, auch während der Bauphase, um weiter in der Gesellschaft auch mit unseren Ausstellungen präsent zu sein.